Hallo und willkommen bei einer weiteren Episode von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir sind noch am Bahnhof von Evesham, kurz vor London, und müssen mit der Kutsche mal eben nach Bridlington in Nottingham, weil da soll es Schwierigkeiten gegeben haben mit dem Zug, der verschwunden ist. Oder genau gesagt mit den Passagieren des Zuges, die verschwunden sind. Haben wir hier schon irgendwas? Keine Spuren vom Zug, Sonderwagen, Zug verschwand mit allen Insassen. Nee, wir haben auch nichts hergeleitet. Wir wollen auch gerade nichts herleiten, weil der hatte ja 15 Minuten Verspätung, der Zug. Weil es Probleme mit den Passagieren gab. Jetzt sind wir in Bridlington. Sieht ähnlich aus. Ach, darf ich hier entlang laufen? Hi. Ach, mit Ihnen darf ich nicht reden. Sie sind fallirrelevant. Da geht auch nichts. Naja, man muss ja sagen, es geht ja um einen Fall mit einem Bahnhof. Ja, da sind auch Menschen. Hallo Menschen. Good evening. Or good day. Nee, irgend sowas. Können wir uns hier irgendwas anschauen? Da sind Postsäcke. Railway post bags. Ja, gibt es hier irgendwas postmäßig? Nee. Gibt nichts. Das waren noch Zeiten, als Bahnhöfe alle noch ihre eigenen kleinen... Oh, hoppala, da wollte ich nicht runter. Als Bahnhöfe alle noch ihre eigenen kleinen Häuser hatten und Werkzeugschuppen und sowas in der Richtung. Was ist denn das für ein Gebäude? So abseits. Ach, da darf ich nicht hin. Okay. Hast du irgendwas gesehen? Ne, du rüst dich nur aus. Dann schauen wir doch mal. Watson. Gibt es hier was im Warehouse? Da kocht sich jemand Tee. Left Luggage. Achso, das ist die Post. Da sind Menschen drin. Wo ist der Bahnhofsvorsteher? Mit dem würde ich gerne reden. Herr Bahnhofsvorsteher. Den gibt es hier scheinbar nicht. Ach doch, der ist da drin. Wo ist denn der Eingang? Da vorne. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ich weiß, das ist privat. Ich darf mir irgendwas angucken. Irgendwie hat er mich gerade da... Ah, da. Ein Dokument ist da runtergefallen. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherungsschein Nummer 256458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson. Für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswerts. Maximal 15.000 Pfund.
Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. Okay. Hallo. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Okay, wir gucken ihn uns erstmal an. Junges Alter, aber sowas von. Saubere Kleidung. Vorschriften. Ein Tintenfleck. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. So, unerfahrener Vorsteher, Versicherungsschein, Zugzusammenstellung, Streckenkarte, Zug war verspätet. Ich würde sagen unerfahrener Vorsteher, oder? Weil so lange arbeitet er hier ja noch nie. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Okay. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Bahnhof Chesterfield zu 324, Ankunft 030, Abfahrt im 035. Oh Gott, ist das Telegramm furchtbar. Also Chesterfield. Bahnhofsvorsteher von Chesterfield über den verschwundenen Zug strotzt nur so vor Fehlern und ist kaum zu verstehen. Es ist nicht klar, ob der bestätigt, dass der Zug den Bahnhof passiert hat oder nicht. Und hier haben wir den Versicherungsschein für den Stromgenerator. Wir haben Chesterfield dazu bekommen. Und wir wissen etwas über den Bahnhofsvorsteher von Bridlington. Er versucht seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen.
Frische Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und der Vorschriftenkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Es hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. Ich werde gleich noch mit den Passagieren hier draußen reden. Einer von denen wird wahrscheinlich Robinson sein. Ich tippe mal auf den Dicken da. Wütender Fahrgast. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Gucken wir uns mal an. Arbeitskleidung. Also das scheint ein Pendler zu sein. Mit einer billigen Fahrkarte. Ja, das ist ein... Er ist verheiratet, heißt, hat also eine Bindung. Und raue Haut, das ist ein Arbeiter. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Okay. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Den Händen und der Kleidung dieses Mannes nach zu urteilen, ist er ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck und ist allein. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisen. Das heißt, die haben alle Fahrgäste rausgeschmissen, bis auf diese spanisch aussehenden. Queen Victoria da oben. Das ist der Mr. Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Shamrock Flomes. Ja, mal gucken hier. Shamrock Flomes. Das sieht nach Texaner aus. Nee, Australier. Teure Kleidung. Das ist ein wohlhabender Mann. Schwerer Goldring. Teure Schuhe, Krokodilleder. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night.
Okay. Wie hoch ist denn der Wert des Prototyps? This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Okay, war selber an Bord. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Der ist doch rausgelockt worden mit einem gefakten Telegramm. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Okay. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Ein bisschen sieht er ja aus wie John Goodman. Der Gute. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Gott, der tut Robinson mir is richtig quite a leid. character. We should learn more about him. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Mir tut der Bahnhofsvorsteher richtig leid. Warte mal. Da, wo der gestanden hat. Ist da zufällig? Ach, der steht wieder hier. Schade. Gepäckraum. Ist da jetzt... Kann ich das Ding eventuell untersuchen? This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Das Schloss. Ich will erstmal... Na. So, ach ja, drehen wir hier. Da sind 2. Okay, 2. Hier gibt es auch 2.
Das haut nie so ganz hin. Einmal geknackt. Look, Watson. A bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. So, dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer Emerson Electric erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit den Prototypen, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer und oder dem Verkäufer bekannt waren. Was ist denn das für ein Vertrag, ey? Der Verkäufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Und wenn das hier verschiedene Verträge sind, das ist doch... An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. So, hier ist erstmal nicht mehr. Exklusivvertrag, Prototyp, Hong Kong General Electric. Wieder er. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Der hat das Ding mehrfach verkauft. Yet another exclusive sales contract. Das ist die chilenische Mr. Firma. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Madison. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Okay. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ja, ich mich auch. Wollen wir noch kurz mit Mr. Robinson reden? I will not move from here until I receive my refund. Okay. Der will nicht. Wo ist denn eigentlich das Telegram? Wo kann man Telegramme abschicken? Ach, hier oben. A telegraph. Aber da ist nichts mehr. Gut, dann sind wir hier erstmal durch. Wir haben wir sollen in Chesterfield nachfragen. Das sehr fehlerhafte Schreiben und ja, das sieht erstmal so aus, als sei das alles. Das heißt, in Bridlington sind wir erstmal durch und dann geht es beim nächsten Mal in Chesterfield weiter. Das sage ich für heute. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Der Revetes.